da eben zu überlegen, okay, welche Ordner brauche ich, wie strukturiere ich die ganz gut, um eben die Daten, um das möglichst intuitiv zu machen, um Daten auch gut wiederfindbar zu machen. Stellen Sie sich vor, Drohnen fliegen über einen Acker in der Nähe von Bonn. Drohnen und Roboter sind auch in der Wissenschaft im Einsatz, insbesondere in der Agrosystemforschung, die sich mit der Interaktion von Pflanzen, Boden und Umwelt beschäftigt. Dabei werden im Hintergrund ganz viele Daten akribisch analysiert und aufbereitet. Das ist auch in Zeiten des Klimawandels besonders wichtig. Wozu das Ganze? Das erzählen uns heute Sophie Bosse und Lucia Fedder vom NFDI-Konsortium für Agro. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, ihr gebt uns gleich Einblicke in das Projekt. Ich freue mich drauf. Aber bevor wir euch gleich näher vorstellen, kommen wir noch mal zu diesem Bild. Drohnen fliegen über den Acker in der Nähe von Bonn. Lucia, was hat das mit Forschung und Forschungsdaten zu tun? Es gibt an der Universität Bonn ein großes Exzellenzcluster, das nennt sich Phenorop. Da geht es darum, mit Hilfe von Drohnen und Robotern Aufnahmen von Pflanzen zu machen, sowohl ganz normale Fotos als auch andere Sensoren zu nutzen, die dann automatisch Daten erheben und die dann auszuwerten. Und ein Teil von diesem Uni-Projekt Phenorop ist eben auch Teil dieser Forschungsdateninfrastrukturinitiative für Agro, wo es eben dann darum geht, Daten so aufzubereiten, um sie möglichst gut nachnutzbar zu machen. Und an anderer Stelle werden die Daten auch noch benötigt oder nur in diesem Projekt? Die sind jetzt erstmal, werden die für das Projekt konkret erhoben, aber man möchte natürlich Daten, die vorhanden sind, auch für andere Sachen noch nutzen können, um eben zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man genau dieselben Daten nochmal braucht, die nicht nochmal neu erheben zu müssen, sondern eben dann auf vorhandene Daten zurückgreifen zu können oder vielleicht auch Zeitreihen besser strukturieren zu können, wenn man schon Daten von vorhergegangenen Versuchen hat. Und eben da an dieser Stelle setzt das Ganze an. Da sieht man also schon, wie vielfältig die Anwendungsfälle davon sind. Gut, dann wollen wir euch mal vorstellen. Sophie, fangen wir doch mal mit dir an. Was ist dein wissenschaftlicher Hintergrund und wie bist du in das Projekt gekommen? Ja, ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Ich habe auch in Bonn studiert, an der Uni dort. Also ich kenne mich da auch ganz gut aus. Wir sind umgeben von Rheinländerinnen hier. Genau, und habe dann nach dem Studium, oder ich habe eigentlich schon im Studium gemerkt, dass es mir total Spaß macht, Leuten was beizubringen. Also das habe ich auch schon vorher als Tanzlehrerin gemacht und während des Studiums auch als Tutorin. Und habe dann diese Stelle gesehen, wo meine Aufgabe jetzt innerhalb des Projektes ist, Menschen, also vor allem Forschenden, beizubringen, wie sie ihre Forschungsdaten managen sollten. Oder was da die Best Practices sind, worauf man achten muss und wie das am besten geht. Und das ist so meine Aufgabe innerhalb des Konsortiums, dafür zu sorgen, dass unser Wissen auch in die Community getragen wird. Wunderbar. Dann erzähl du doch mal was über dich. Ich habe auch in Bonn studiert, allerdings Biologie im Bachelor, bin dann anschließend zum Master nach Tübingen gegangen, habe Bioinformatik studiert, den Schwerpunkt dann ein bisschen verschoben, bin zurück nach Bonn an die Uni gekommen für die Agrarwissenschaften zu einer Promotion und bin darüber eben auch dann ins Forschungsdatenmanagement, Agrarwissenschaften gerutscht, eben zuerst meine eigenen Daten irgendwie zu managen und dann jetzt eben in dem Projekt dann auch Strukturen an andere weiterzutragen. Super, vielen Dank. Ihr arbeitet ja insgesamt für Fair Agro und nicht nur für Phenorop. Was machst du jetzt konkret, was auch auf das Projekt Phenorop einzahlt? Also meine Aufgabe in dem Projekt ist eigentlich, dass ich konzipiere Trainings, die wir geben für Forschende, aber ich kümmere mich auch darum, dass das Thema Forschungsdatenmanagement in die Graduiertenschulen getragen wird, zum Beispiel. Also in den Graduiertenschulen, wo AgrarwissenschaftlerInnen ausgebildet werden, dass sie eben auch lernen, wie sie sich mit Forschungsdatenmanagement auseinandersetzen können oder müssen. Und da haben wir zum Beispiel für PhD-Studierende aus dem Exzellenzcluster Phenorop haben wir ein Training veranstaltet, wo wir gezielt auf deren Bedürfnisse und auf deren Datentypen eingegangen sind und auch gezeigt haben, wie sie mit dem institutionellen Repositorium von Phenorop zum Beispiel arbeiten können. Das habe ich auch zusammen mit Lucia gemacht. Super. Sag mal, sind denn die Trainings für alle Fachdisziplinen gleich oder in Agrarwissenschaften auch mal anders? Ja, genau, das ist eigentlich so unser Fokus oder unser Unique Selling Point. Sehr gut, den muss man haben. Genau, also dass wir wirklich versuchen, eben nicht nur diese generischen Inhalte zu vermitteln, die natürlich auch immer wichtig sind und die auch immer Teil unserer Trainings sind, sondern dass wir wirklich schauen, dass wir die Trainings so gestalten, dass sie viel mit dem
tatsächlichen Arbeitsalltag der Studierenden oder der Forschenden zu tun hat. Und dafür schauen wir halt wirklich, okay, was sind die Datentypen, die für unsere Community interessant sind? Was sind die Besonderheiten damit? Gibt es besondere Infrastrukturen, die wir vorstellen können? Gibt es zum Beispiel besondere Metadatenschemata, die für unsere Community interessant sind? Und stellen dann wirklich die Sachen vor, die halt relevanter sind, damit man das direkter auf den Arbeitsalltag übertragen kann. Das ist so unser Ansatz. Arbeitsalltag, gutes Stichwort. Es gibt ja diesen Podcast Agrar aufs Ohr von den KollegInnen aus Göttingen, wo sie Datenmanagementpläne als Liebesbrief an die Forschung bezeichnen. Da zeigt sich ja, wie wichtig dieses Tool Datenmanagementpläne sind. Jetzt mal in der Praxis. Wird das schon so angewandt? Ist das jetzt Standard oder wie ist es nach deiner Einschätzung? So. Also ich finde gerade Datenmanagementpläne, das ist so ein Ding, es kommt immer mehr, was auch daran liegt, dass einfach viele Forschungsförderer es ja mittlerweile verlangen, dass ein Datenmanagementplan geschrieben wird. Aber so meiner Erfahrung nach ist es auch noch sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Also ob die Forschenden denken, okay, ich schreibe da mal schnell irgendwas runter, damit irgendwie der Forschungsförderer da zufrieden ist, oder ob das ein Tool ist, was wirklich auch dann praktisch immer wieder genutzt wird und tatsächlich hilft während des Projektes. Also da passiert schon einiges, würde ich sagen, in den letzten Jahren, aber es lohnt sich immer noch weiter, den Leuten da Unterstützung zu geben, weil es dadurch halt eben auch oft Fragen dazu gibt, weil viele plötzlich davor stehen, wir müssen das jetzt machen, oh Gott, wie geht das eigentlich oder wie mache ich es richtig, was sind Tools, die mir helfen können. Also von daher ist das ein großes Thema, wo auch viele Bedarf haben an Training und Informationen oder Beratung. Da helft ihr dann weiter. Es geht ja auch immer um Wissenschaftsreputation. Zahlen denn auch diese Datenmanagementpläne auf die eigene Wissensreputation ein, also auf die Reputation für die eigene Karriere? Also sind die zunehmend wichtiger? Also es gibt ein paar Datenmanagementpläne, die auch veröffentlicht werden. Ich meine, unser großes Ziel und wo ein Datenmanagementplan, wenn man sich halt wirklich von Anfang an Gedanken darüber macht, wie man Forschungsdaten managt im Projekt, auf jeden Fall auch hilfreich ist ja tatsächlich, dass nachher Forschungsdaten auch selber publiziert werden. Und das ist so dieser kulturelle Wandel, den wir ja auch unterstützen wollen, dass Forschungsdaten eben nicht irgendwo nach dem Projekt in der Schublade landen, sondern dass die veröffentlicht werden, dass sie von anderen nachgenutzt werden können. Und wenn die zitiert werden, dann ist das natürlich auch wieder gut für meine Reputation. Aber das ist auch noch etwas, das ist alles im Wandel. Ich glaube, es geht in die Richtung, aber wir müssen da schon noch ein bisschen was in die Richtung anstupsen. Aber gut fürs Wissenschaftskarma, ne? Das habe ich in einem Blogbeitrag von dir gelesen. Das fand ich nämlich auch so einen schönen Begriff. Aber kommen wir nochmal zurück zu den konkreten Anwendungsfällen. Also stellen wir uns vor, wir hätten jetzt hier eine ideale Welt. Also die Leute beschreiben ihre Metadaten gut, die erstellen Datenmanagementpläne. Wo kommst du jetzt im Einsatz? Was ist nochmal das, wo du unterstützt oder wo sind noch Handlungsfelder, wo ihr konkret helfen könnt? Also ich arbeite am Helpdesk und wir sind, wir stehen Forschenden eigentlich aller Einrichtungen deutschlandweit zur Verfügung. Man kann uns kontaktieren über unsere Website, über das Formular oder einfach per E-Mail. Und wir helfen eigentlich bei allen Fragen, die irgendwie mit Forschungsdatenmanagement zu tun haben. Beispiel bei den Datenmanagementplänen wäre jetzt, wenn ein Forschender einen Datenmanagementplan schreiben muss, um eben eine Förderung zu beantragen, aber selber nicht so genau weiß, wie man das eigentlich macht. Natürlich kann man ein Training besuchen und sich über diese ganze Sache zu informieren. Aber wenn es jetzt in die konkrete Umsetzung geht, dann kann man sich immer bei uns an den Helpdesk wenden und wir gucken dann, dass einer von uns Data Stewards entsprechend dann da auch in der konkreten Ausführung des Ganzen mit unterstützt. Also ihr helft bei der Strukturierung. Also die Ordnerstrukturen werden zum Standard und müssen eingesetzt werden. So verstehe ich es so in diese Richtung. Da wäre jetzt ein anderes Beispiel. Also es ist eine vielfältige Fragestellung. Also Ordnerstrukturen ist so ein Beispiel. Das ist auch ein sehr zentraler Inhalt von Forschungsdatenmanagement, dass man eben sich auch überlegt, wie man Daten wirklich auch strukturiert ablegt, von vornherein sich über eine Struktur auch innerhalb von Unterordnern Gedanken macht. Das ist was wir auch mit dem Use Case, mit den Drohnen tatsächlich auch mit begleitet haben.
da eben zu überlegen, okay, welche Ordner brauche ich, wie strukturiere ich die ganz gut, um eben die Daten, um das möglichst intuitiv zu machen, um Daten auch gut wiederfindbar zu machen. Ich habe jetzt gesehen, ihr habt ein Projektziel erreicht, den ersten Benchmark-Datensatz veröffentlicht. Genau. Das ist ein Highlight schon mal, oder? Schon mal so ein Ja, gerade aus diesem Use Case raus, da hat viel Arbeit drin gesteckt, eben diesen Datensatz so aufzubereiten. Das ist auch noch etwas größer geworden als ursprünglich geplant. Und das ist jetzt wirklich ein gutes Gefühl, dass das so rausgekommen ist und die Kollegen, die daran gearbeitet haben, ich glaube, die sind auch froh, dass dieser erste Meilenstein so gut abgeschlossen ist. Toll. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Und also kommen wir jetzt nochmal zu FAIR-Agro Gesamt. Wir waren jetzt ja bei diesen spezielleren Themen. Welche Forschungsfragen werden denn in anderen Use Cases behandelt? Das ist sehr unterschiedlich. Einer von den anderen Use Cases zum Beispiel beschäftigt sich mit Pflanzenkrankheiten und ja, dann den Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, welche Pflanzenschutzmittel es gibt, die da in der Richtung wirken, das auch auf Datenebene zu erheben, Vergleiche anzustellen und dann eben, das sind ja dann mehr phytomedizinische Fragestellungen, aber auch da das Ganze wieder auf Datenebene zu verknüpfen, wenn man nicht nur die Daten von den Pflanzen hat, die dann im Feld erhoben werden, einmal von den behandelten, einmal von den unbehandelten Pflanzen, sondern das Ganze auch auf die Datensätze so zu beschreiben, dass automatische Verlinkungen zum Beispiel zu den Zulassungsberichten der Pflanzenschutzmittel erstellt werden können. Also das ist so ein bisschen die Richtung, in das geht. Aber es gibt noch viele weitere Use Cases. Es geht ja auch darum, den ökologischen Fußabdruck zu verringern, also dass man möglichst wenig Düngemittel einsetzt. Und gerade in Zeiten des Klimawandels kann ich mir vorstellen, dass da nochmal besondere Herausforderungen sind. Aber das wird alles darin berücksichtigt wahrscheinlich. Genau, also das sind ja alles Forschungsfragen, welche Möglichkeiten sich bieten und eben FAIR-Agro hat dadurch, dass eben viele verschiedene Forschungsfragen irgendwo im Hintergrund stehen und dann eben durch die Use Cases mit eingebunden werden, dann die Möglichkeit, bei den Daten zu gucken, okay, wo sind jetzt Gemeinsamkeiten, die man in eine Datenstruktur reinpacken möchte. Also welche Metadaten zum Beispiel sind über alle diese verschiedenen Anwendungsfälle wirklich wichtig, sodass man das als ein gemeinsames Metadatenfeld irgendwie nehmen kann, dass man für alle diese Daten in den Agrarwissenschaften oder in der Agrosystemforschung eben wirklich braucht. Und eben solche Standards zu entwickeln und dann wieder zurück in die Community zu tragen, ist auch eines der wichtigen Ziele. Super. Und gibt es so ein Zielszenario? Du wolltest noch was ergänzen? Ja, ich habe nur gerade gedacht, es geht ja, also ein Use Case zum Beispiel, da geht es auch nicht nur, was natürlich schon gar nicht so wenig ist, um diese Prävention von Klimawandel, sondern natürlich in der Landwirtschaft auch viel an die Anpassung an den Klimawandel. Ja, genau. Und dann geht es zum Beispiel darum, wie man diese ganzen verschiedenen Daten nutzen kann, um Modellierungen zu erstellen, um dann halt zu schauen, die dann halt nachher helfen können bei zum Beispiel der Züchtung von dürreresistenteren Pflanzen oder sowas in der Art. Bin begeistert. Also ich hatte nämlich gehofft, dass genau sowas, dass ihr euch mit sowas beschäftigt, weil das geht uns ja letztendlich alle an. Ne? Das ist ja genau das Thema der Zukunft. Gibt es so ein Zielszenario, was ihr in dem Projekt habt? Also das große Ziel ist eigentlich, dass wir nachher für die Forschenden aus der Agrosystemforschung so die eine zentrale Anlaufstelle sind, wenn es um Daten geht. Also es soll zum Beispiel ein zentrales Suchportal geben, das man momentan gibt. Es gibt ja sehr viele verschiedene Repositorien, gerade weil es auch in der Agrosystemforschung ja verschiedene Arten von Daten gibt. Die sind nicht alle gleich. Da gibt es Bilddaten, es gibt Excel-Tabellen, es gibt Modellierungsdaten. Es gibt Geodaten und die liegen dann teilweise auch in unterschiedlichen Repositorien. Und es soll dann nachher ein zentrales Suchfeld geben, quasi, wo man dann die ganzen Daten finden kann. Also dass es einfach einfacher ist, an die Daten zu kommen, wenn ich sie dann nachnutzen will. Das ist zum Beispiel ein so großes Ziel von FAIR-Agro. Also verstehe ich das, so ein One-Stop-Shop, ja. So soll das gedacht sein. Herrlich. Also kommt mir bekannt vor, aber ich finde gerade in dem Kontext absolut schlau. Das würde auch enorm viel Arbeitszeit reduzieren bei den Forschenden in dem Feld. Was müsste denn die Wissenschaftslandschaft tun, um diesen One-Stop-Shop zu unterstützen? Zum einen natürlich die eigenen Daten veröffentlichen, am besten dann in einer Infrastruktur, die auch angeschlossen ist. Das wird in mehreren Phasen geschehen. Also man kann nicht alle
die Repositorien, die da sind, auf einmal irgendwie einbinden, sondern das wird sukzessive erweitert. Aber eben, wenn man von vornherein eben zu einem Repositorium geht, was angeschlossen ist, würde das Ganze natürlich ungemein erleichtern. Und dann von der anderen Seite natürlich, wenn man Daten sucht, als erstes auch an diese Anlaufstelle zu kommen, um das zu nutzen, um da ja, Nutzung zu generieren, dass das auch nach außen gesehen wird, dass das was ist, was genutzt wird, was gebraucht wird, um auch das dann wieder an die DFG, an unsere Förderung weiterspiegeln zu können. Genau. Und dann hoffen wir, dass es diese Informationsinfrastruktur in 50 Jahren auch noch gibt, damit man auf diese fairen und nachhaltigen Daten zugreifen kann. Ne? Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank. Danke, dass ihr davon erzählt habt und vor allen Dingen danke, dass ihr an den elementaren Strukturen für die Forschung von morgen arbeitet. Und wenn Sie mehr Infos über das Projekt FairAgro hören wollen, sehen wollen, lesen wollen, dann gehen Sie in unsere Infobox, da haben wir alles verlinkt. Und abonnieren Sie natürlich gerne unseren Kanal.